Auf unserer Panamerikaner-Reise machen wir für einmal Pause vom Vanlife und verbringen einige Tage in der großen Metropole Mexiko-Stadt. Das Leben hier vibriert, doch wir finden auch gemütliche Ecken und erleben vor allem nochmal andere Seiten des mexikanischen Großstadtlebens. Doch offensichtlich klebt das Pech weiterhin an uns. Auch da lief es nicht so wie gewünscht. Ich wurde beklaut. Hallo zu einem neuen Video. Wir sind in Mexico City und ja, wir heißt, dass wir wieder zusammen unterwegs sind. Wir haben uns mit Roberto hier in Mexiko-Stadt wieder getroffen und jetzt sind wir an der Plaza de la Constitución. Das ist der zweitgrößte Platz auf der Welt, der größte im spanisch sprechenden Raum, so schwieriges Wort. Und hinter mir natürlich die Kathedrale. Aber diese Riesenstadt hat natürlich noch einiges mehr zu bieten. Darum sehen wir uns das gleich mal an. Heute ist eine Ausstellung von Yucatan vom Staat hier auf dem Hauptplatz und deswegen kommt die Größe vielleicht auch nicht so zur Geltung, aber es macht richtig Vorfreude. Also gerade so hier die Cenoten, die Strände, das sieht richtig schön aus. Aber erstmal ein bisschen mehr Mexico City, oder? Ein bisschen, ja. Ein bisschen. Ist ein wenig ungewohnt, hier wieder mitten so vielen Leuten zu sein. Aber ja, ist halt eine 22-Millionen-Stadt und weiß Gott, wie viele Touristen hier noch sind. Also es ist schon richtig was los hier. Richtig lecker. Gorditas de harina de maíz heißen die. Also es ist aus Mais. Es war ein bisschen süßlich. Richtig lecker. Ich kann es nicht ganz einordnen. Also sie meinte, es ist Mais, Butter und ein paar andere Sachen noch drin. War erstaunlich gut. Und traditionell. Mexico City ist übrigens die älteste Hauptstadt der Amerikas und eine von nur 2 indigenen Hauptstädten. Ursprünglich war hier nämlich ein See mit Inseln, darauf haben die Azteken ihre Stadt gebaut und daraus ist Mexico City entstanden. Also es ist wirklich eine Stadt mit viel Geschichte und langer Tradition. Endlich haben wir ein Plätzchen gefunden, wo es ein bisschen ruhiger ist. Hier gibt es unweit vom Zentrum, also eigentlich immer noch im Zentrum, einen kleinen Park. Der gehört eigentlich zu einem Museum dazu, aber ja, das sehen wir uns nicht an. Hier gibt es nämlich gefühlt unendlich viele Museen. Mexico City hat tatsächlich die meisten Museen auf der Welt, also in dieser einen Stadt. Ja, man hört es mir vielleicht an, ich bin nicht hundertprozentig fit. Ich war jetzt ein paar Tage auch ja, ich lag flach, aber ich konnte es nicht mehr zu Hause aushalten, darum sind wir jetzt eben doch unterwegs. Ein Museum sehen wir uns sicher an, das wird das Frida Kahlo Museum sein, aber ich glaube, da wird es auch mit der Kamera schwierig, darum machen wir das einfach so. Und wir sind ja auch nicht so lange hier, also ich glaube, man könnte hier wirklich ein paar Wochen verbringen, wenn man alles sehen möchte.
wir wollen euch noch ein kurzes Update bezüglich Jimmy geben, denn ja, alle, die das letzte Video gesehen hatten, wir hatten einen kleinen Unfall mit Jimmy und ja, der ist in der Werkstatt zurzeit. Hatten wir aber so eigentlich auch geplant, dass er in der Werkstatt sein sollte, aber nicht um den Schaden reparieren zu lassen, sondern um ein paar Sachen machen zu lassen. Ja, heute haben wir ein kurzes Update bekommen. Ja, sieht nicht ganz so gut aus, wobei sie meinten, man kann es vielleicht reparieren, aber der Spezialist, also der Spengler, der muss sich das nochmals kurz anschauen und entscheiden, wie sie das reparieren können. Denn es sieht so aus, als müsste man gewisse Teile ersetzen, die aber hier in Mexiko nicht erhältlich sind. Ja, geht ein bisschen hoch und runter und ja, wir sind die nächsten paar Wochen auf jeden Fall nicht beim Fahrzeug. Von dem her müssen wir alles telefonisch machen. Ja, mal schauen, wie das weitergeht und wir halten euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Ich kriege langsam ganz schön Hunger, aber erst sehen wir uns noch diese eine Sache an. Wir sind hier nämlich am Denkmal für die Revolution, und zwar die Revolution vor gut 100 Jahren, als sich die Mexikaner gegen den damaligen Diktator aufgelehnt haben. Ja, ist ziemlich imposant, dieses große Gebäude. Es ist irgendwie so richtig viel Stein. Aber ja, man kann auch mit dem Lift bis ganz nach oben in die Kuppel rein. Durch das ganze Laufen sind wir richtig hungrig geworden und ja, all diese Foodstände, die hier überall stehen, machen es auch nicht wirklich leichter. Wir gehen jetzt mal was Spezielleres essen, etwas, was wir schon seit längerer Zeit nicht mehr hatten. Ist zwar überhaupt nicht mexikanisch, aber ich glaube, das gönnen wir uns heute einfach. Und wir sind nicht alleine, sondern wir sind mit Freunden verabredet, die wir Auf der Baja zu Weihnachten. Genau, da waren wir ja. ein paar Wochen auch zusammen. Und ja, die sind zufälligerweise hier auch in Mexico City, also genießen wir den Abend mit ihnen zusammen und ja, gutes Essen und gute Freunde. Perfekte Kombi. Genau. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich will einfach mal essen. Endlich mal napoletanische Pizza. Ich freue mich so. Die Pizza war richtig lecker. Ich glaube, das war eine der besten Pizzen, die wir ja schon seit Ewigkeiten hatten. Jetzt geht es aber weiter und zwar zur Lucha Und weil wir heute schon so viel gelaufen sind, nehmen wir jetzt die Fahrräder. Ich habe gerade die App runtergeladen, jetzt müssen wir die nur noch entblockieren und dann können wir mit den Fahrrädern dahin fahren. Wir haben es in Toronto schon mal so gemacht, das hat sich sehr gut bewährt. Darum ja, hoffe ich, dass der Download jetzt schnell funktioniert und wir gleich los können. Ja. So einfach ist das. So, das war's. Puede preguntar, se le da precio. Ahora sí.
Ich bin nur ein bisschen aufgeregt. Ja, es war also schon witzig. Also, ich meine, müsste ich jetzt nicht einmal die Woche sehen, aber so mal das gesehen zu haben, ist schon cool. Das war ein Erlebnis auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch eine Form von Kunst, denn irgendwie das so hinzukriegen, also eine Form der Unterhaltung auf jeden Fall ist es. Aber wir sind ziemlich müde, geplättet. Wir fahren nach Hause und sehen uns, glaube ich, morgen wieder, oder? Ja. Ein neuer Tag hier in Mexico City und ja, wir haben die Altstadt verlassen, sind hier im Quartier Roma und wie man sieht, alles ist hier grün, es ist nicht überlaufen von den Tausenden von Menschen. Ja, und hier gibt es doch einiges zu sehen und ich würde sagen, da legen wir gleich los. Wir haben unsere Prioritäten natürlich schon richtig gesetzt. Hier hinten ist eine Churreria und da gibt es jetzt erstmal Frühstück. Churreria El Morro wurde von einer argentinischen Telenovela-Schauspielerin aufgebaut. Mittlerweile ist es eine ganze Kette und es sind aber die traditionell argentinischen Churros, die hier gemacht werden. Ich bin gespannt, was das genau heißt. Aber offensichtlich haben sie hier auch traditionell mexikanischen Kaffee zum Beispiel. Sie haben ihn mir auch zum Probieren gegeben. Er ist mit verschiedenen Gewürzen versehen und Zimt und ja, wir sind dann doch beim Americano geblieben. Der war doch nicht ein bisschen besser. Ja, es ist schon ziemlich exotisch und ich habe gerade Lust einfach auf einen klassischen Kaffee mit Milch. Aber es ist schon interessant und ich finde es cool, dass es so traditionell ist auch. Jetzt mal schauen, wie die Churros sind. Ja, auf die bin ich richtig gespannt. Und, wie findest du sie? Ja, ganz gut. Die Schokolade hat so was Weihnachtliches mit den Gewürzen. Aber ich muss schon ganz ehrlich sagen, die spanischen Churros haben mir besser gefallen. Ja. Keine Ahnung wieso, auch die Schokolade ist viel mehr Schokolade. Also Und sie ist auch viel dickflüssiger. Ja. Hier ist sie einfach so eher so Trinkschokolade. ja.
aber bei mir kommt sie trotzdem durch. Ja. Doch, das war lecker. Und jetzt haben wir wieder genug Energie, um uns weiter Roma anzuschauen. Roma war ursprünglich ein Viertel für vor allem, eher wohlhabendere Menschen. Die Geschichte von Mexico City beinhaltet aber auch viele relativ schwere Erdbeben. Das heißt, auch in diesem Viertel wurden einige Häuser zerstört und das war mit ein Grund, wieso die Reichen auch von hier abgewandert sind und die Häuser umfunktioniert wurden und vor allem auch repariert und neu errichtet wurden. Darum gibt es ja auch so viele verschiedene architektonische Stile, denn ja, es wurde einfach bunt zusammengemischt, was da blieb und was neu erschaffen werden musste. Mittlerweile sind wir an der Avenida Amsterdam angekommen und das ist so eine Art Ringstraße in Roma, aber ich glaube teilweise auch schon im angrenzenden Viertel in Condesa. Ja, es verläuft das Ganze um einen großen Park. Ja. Und auch hier ganz viel Grün, ganz viele Cafés. Und ja, die Stimmung ist hier richtig gut. Also hier durchzulaufen und vor allem jetzt, wo es so warm ist, tut richtig gut, hier unter den Bäumen durchzulaufen. Ja. Langsam ist wirklich richtig warm. Aber apropos Wasser, wir haben noch einen kleinen Reminder für euch. Bis zum 12. Juni gilt noch unser Gutschein bei Alpfilter. Mit Chirpy10 erhält ihr 10% Rabatt auf eure Bestellung. Also unbedingt vorbeischauen. Wir können die Filter wirklich empfehlen. Ja, das war's jetzt mit Roma. Richtig schön hier. Jessie macht hier hinten noch Fotos für unseren Instagram-Account. Wir laufen dann langsam zurück, denn ja, Jessie muss sich noch erholen, die ist noch nicht so fit. Und wir müssen uns für heute Abend noch fertig machen, denn heute Abend gehen wir noch ein Fußballspiel anschauen. Der Classico ist heute. Und ja, mal schauen, ob wir da was aufnehmen können. Ich glaube, wir dürfen die Kamera sowieso nicht mitnehmen. Vielleicht das mit dem Handy. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn es wieder weitergeht. Guten Morgen! Es ist der Tag, wo wir Mexico City verlassen müssen. Wir waren jetzt doch ziemlich lange, ich glaube 1,5 oder fast 2 Wochen hier in der Stadt. Echt eine coole Stadt, also können wir wirklich sehr empfehlen. Aber eben der Tag ist gekommen, wir haben schon angefangen zu packen. Hier hinten ist ein bisschen von dem Chaos, das noch in den Rucksack rein muss. Ja, und apropos Chaos, die letzten Tage lief wirklich viel und einiges auch nicht nach Plan. Ja, das meiste lief nicht nach Plan. Ja, aber wir hatten auch eine gute Zeit. Wir waren ja auch mit Cinzia und Töme viel unterwegs. Ja. Und wir waren nach einem Fußballspiel, Ja. das was wir angekündigt hatten. Auch da lief es nicht so wie gewünscht. Ich wurde beklaut, kurz vor dem Spiel. Mein Ticket wurde geklaut. So und nötig. ja, am Ende des Tages mussten wir uns dann entscheiden, wer dann das Spiel anschauen geht. Also eigentlich wollte ja keiner den anderen alleine lassen. Aber, also alleine draußen warten lassen. Aber Roberto hat ja doch ein bisschen mehr Bezug zu Fußball. Also bist du reingegangen und ich habe draußen an dem Essensstand gewartet und vom Fernseher aus mitverfolgt. Und auch da war die Stimmung recht cool. Aber Ja, aber drin war die Stimmung so, ja, halt richtig lateinamerikanische Stimmung. Da ging es hoch und runter, die Gefühle waren da. Also es war ein richtig cooles Spiel
und halt auch die Stimmung. 90.000 Zuschauer in einem Fußballstadion, also erlebt man auch nicht jeden Tag. 5 Tore, nee, 4? 5 Tore sind gefallen, Ja, 1 wurde dann aberkannt. Und Aber es sind Stadien, wo sogar Pelé und Maradona mal Weltmeister wurden. Also doch ein Stadion mit Geschichte. War auch lustig zu sehen, wie groß die Stadt ist, denn wir haben nachher 2,5 Stunden gebraucht, um heimzukommen und auch zum Stadion. Ja. Aber ja, ich glaube, wir sollten langsam packen. Wir sind ein bisschen unter Zeitdruck, natürlich. Wie immer. Drum machen wir unsere Sachen fertig, gehen los und erzählen euch unterwegs noch mal ein bisschen mehr. Doch schwerer als gedacht, ja? Los geht's. Und natürlich haben wir noch ein paar Sachen mehr gemacht hier in Mexico City. Ja, wir waren zum Beispiel beim Frida Kahlo Museum, haben einiges mehr über sie erfahren. Das war auf jeden Fall sehr spannend, weil ihre Lebensgeschichte ist ja schon sehr speziell. Und wir waren auch im Anthropologischen Museum, haben etwas mehr über die auch präspanische Kultur hier erfahren. Ja, das war sehr wirklich interessant. spannend. Ja. Und wir haben noch die Feuerwehr besucht. Also die hatten uns einfach eingeladen, wir sind da vorbeigefahren und ja, wir sind mit denen ins Gespräch gekommen. Und wir haben eine volle Tour bei denen im Revier bekommen. Nochmals vielen Dank an Javier und an Israel für die tolle Führung. Und ja, die anstrengende Führung. Also ich wurde so richtig gedrillt. Ja, aber es war cool, auf jeden Fall. Aber wir müssen uns jetzt entscheiden, wo wir links oder rechts gehen, denn wir sind wahrscheinlich wieder mal viel zu spät auch da. Also los geht's. Hast du gesehen, die hatten auch dieses Frauenabteil. Ja, voll. Können wir kurz anhalten, ich muss den Pulli ausziehen, es ist so warm. Viel zu warm. Ja. Wir nehmen die nächste. Hier sieht man es auch wieder in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hier gibt es immer eine Sektion, die nur für Frauen und Kinder unter 12 reserviert ist. Das ist eine richtig gute Sache. Diesmal haben wir es geschafft. Knapp. Später sind wir endlich angekommen. Wir haben zwar online eingecheckt, aber ja, wir schauen jetzt einfach mal rein und orientieren uns da am besten. So, und hier sind wir auch schon durch. Wir haben doch vorher mal erwähnt, dass die letzten Tage ein bisschen chaotisch waren und alles ein bisschen drunter und drüber ging. Ja, Weiter geht's. Weiter geht's. Wir wollten nämlich eigentlich nach Kuba fliegen. Tja, das fiel ins Wasser, denn Kuba wird von gewissen Ländern immer noch als terrorismusunterstützendes Land eingestuft. Und das würde für uns bedeuten, dass wir gewisse Länder nicht mehr besuchen können, nachdem wir da waren.
Ja, das Ticket war aber schon gebucht, drum haben wir umgebucht. Das ging zum Glück auf den Ort, wo wir jetzt hinfliegen wollen. Ihr könnt gerne raten, wo es hingehen soll. Schreibt es doch unten in die Kommentare rein. Aber dieser Ja. Flug hat jetzt 4,5 Stunden Verspätung und wir fliegen nicht direkt, sondern wir müssen einen Zwischenstopp machen. Das heißt, wir würden den nächsten, also nicht wir Anschlussflug. würden, sondern wir werden den nächsten Anschlussflug verpassen. Ja, Es zieht sich irgendwie so durch die letzten Wochen. Es ist, ja, irgendwie läuft alles schief, aber wir versuchen das Beste draus zu machen. Wie es dann tatsächlich weitergeht, wissen wir auch erst an dem Ort, wo wir umsteigen müssen. Also da müssen wir nochmal weiter gucken. Ja, nützt alles nichts. Wir müssen halt das Beste draus machen. Wir Genau. schlagen jetzt ein bisschen die Zeit tot. und dann schauen wir mal, wo wir hinfliegen, ob wir hinfliegen Wann. und wann. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, in der Hoffnung, dass wir da am nächsten Ort sind. Und bis dann hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, liked es, Ja, kommentiert fleißig und wir sehen uns im nächsten Mal. bis dann. Hasta luego. Oder? Genau, er sagt es auch. Endlich haben wir mal einen Moment Ruhe. Endlich haben wir einen Moment ein bisschen. Endlich haben wir ein Plätzchen gefunden, wo es ein bisschen ruhiger Gefunden. Wir bla bla bla. ist. Du hast gekauft!